Wie man ein risikoscheuer Investor wird. Möchten Sie Ihr Geld vermehren, ohne nachts den Schlaf zu verlieren? So investieren Sie sicher und klug, ganz ohne Ihre Rente zu verspielen. Ein risikoscheuer Investor ist jemand, der Sicherheit über potenzielle Gewinne stellt. Sein Portfolio ist darauf ausgelegt, in erster Linie Kapital zu erhalten und Verluste zu vermeiden und erst danach Wachstum zu verfolgen. Das bedeutet nicht, dass risikoscheue Investoren keine Gewinne erzielen. Es handelt sich schließlich um Investitionen und Sie möchten Ihr Geld im Laufe der Zeit wachsen sehen. Vielmehr beschreibt dies einfach die Prioritäten des Investors. Er investiert, um das zu schützen, was er hat und es zu vermehren, wenn möglich. Hier ist, was Sie wissen müssen. Möglicherweise möchten Sie auch einen Finanzberater engagieren, der das Risiko für Sie managen kann. Beginnen wir damit zu verstehen, was Risikoscheuheit überhaupt bedeutet und warum sie wichtig ist. Was ist Risikoscheuheit? Risikoscheuheit ist eine Strategie, bei der die Vermeidung von Verlusten wichtiger ist als die Erzielung von Gewinnen. Dieser Ansatz ist eng mit dem grundsätzlichen Verhältnis von Risiko und Belohnung bei Investitionen verbunden. Als allgemeine Regel gilt, Vermögenswerte mit höheren potenziellen Erträgen, also der Belohnung, haben auch ein höheres Verlustrisiko. Vermögenswerte mit niedrigerem Verlustrisiko bringen in der Regel auch geringere Erträge. In gewissem Maße ist das definitionsgemäß so. Wenn ein sicherer Vermögenswert mehr Geld generieren kann, zahlen die Menschen mehr dafür. Das treibt den Preis nach oben und verringert somit die Gesamtrendite, also das Geld, das der Vermögenswert im Verhältnis zum Kaufpreis einbringt. Weniger riskante Vermögenswerte bringen also geringere Renditen, weil der Preis so weit in die Höhe getrieben wird, bis diese Rendite wieder ausgeglichen ist. Ein verwandtes Konzept ist die Unsicherheit. Risikoscheue Investoren suchen nicht nur nach sicheren Vermögenswerten, sondern auch nach solchen mit geringer Unsicherheit. Technisch gesehen bedeutet das, der Vermögenswert ist weniger volatil. Sein Preis schwankt seltener und weniger stark und bleibt in der Regel innerhalb eines definierten Rahmens, oft in enger Korrelation mit dem Gesamtmarkt. Fundamental gesehen bedeutet das, es gibt weniger unbekannte Faktoren, die die Leistung des Produkts, seine Führung oder sein Geschäftsmodell beeinflussen könnten. Risikoscheue Investoren verzichten nicht komplett auf Renditen. Es geht vielmehr um Prioritäten. Dieser Investor legt den Fokus auf sichere, bekannte Vermögenswerte. Innerhalb dieses Sicherheitsrahmens versucht er, die Rendite zu maximieren. Auch wenn das bedeutet, auf höhere Gewinne zugunsten von größerer Sicherheit zu verzichten. Welche Arten von Vermögenswerten sind also für risikoscheue Investoren interessant? Was kaufen risikoscheue Investoren? Wenn sie nach risikoarmen Vermögenswerten suchen, ist eine gute Faustregel. Achten Sie auf Volatilität. Risikoscheue Investoren investieren in der Regel so, dass sie volatile Vermögenswerte meiden und stattdessen stabilere und stetigere Produkte wählen. Das bedeutet, dass risikoscheue Investoren in der Regel spekulative, unsichere Produkte wie folgende meiden: Einzelaktien, Immobilien, Rohstoffe, Futures, Optionsverträge, Ramschanleihen, Junkbonds. All diese Produkte haben im Vergleich zum Gesamtmarkt eine hohe Volatilität und ein beträchtliches Verlustrisiko. Ramschanleihen sind ein kleiner Ausreißer in dieser Liste. Aber ein risikoscheuer Investor wird sie in der Regel meiden, da sie durch hohe Zinsen das größere Verlustrisiko kompensieren sollen. Risikoscheue Investoren suchen hingegen stabile Produkte mit vorhersehbarer Rendite. Dazu gehören typischerweise Staatsschulden, Staatsanleihen und Schatzbriefe, Unternehmensanleihen, Rentenversicherungen, Bankprodukte, ETFs und Investmentfonds. Schuldtitel, Rentenversicherungen und Bankprodukte zeichnen sich alle durch eine garantierte Rendite aus. Diese Produkte zahlen Zinsen aus, im Gegensatz zu spekulativen Gewinnen wie bei Aktien oder vergleichbaren Vermögenswerten. Solange der Emittent kreditwürdig ist, kann man davon ausgehen, sein Geld zurückzubekommen. Auch wenn man mit einer erfolgreichen Anleihe fast immer weniger verdient als mit einer erfolgreichen Aktie oder Immobilieninvestition. Fonds wie ETFs und Investmentfonds sind ein stärker diskutiertes Thema. Einige Investoren halten sie für risikoreicher, da sie oft aus volatileren Einzeltiteln bestehen, meist Aktien. Wer in einen ETF oder Investmentfonds investiert, ist also auch der Volatilität der enthaltenen Vermögenswerte ausgesetzt. Wir zählen sie dennoch zu den risikoärmeren Kategorien, aufgrund ihrer Diversifikation.
Ein Fonds ist eine Sammlung von Vermögenswerten, oft gezielt ausgewählt, um die Risiken einzelner, volatiler Investitionen abzufedern. Viele Fonds haben das Ziel, die Risiken von sonst Aktien oder Rohstoffen durch ein diversifiziertes Portfolio abzumildern. Wenn Sie zum Beispiel in einen Aktienmarkt-ETF investieren, können Sie einen Teil der Gewinne von Aktien mitnehmen, aber ohne die extremen Höhen und Tiefen, die mit einzelnen Aktien einhergehen. Kurz gesagt, die meisten Fonds dienen ausdrücklich der Risikominimierung und sind daher für risikoscheue Investoren potenziell attraktiv. Jetzt wird's konkret. Wie wird man ein risikoscheuer Investor? Wie man ein risikoscheuer Investor wird. Auch wenn es über den Rahmen dieses Artikels hinausgeht, sollten sich interessierte Investoren mit den Konzepten von Alpha und Beta auseinandersetzen. Alpha misst die Performance eines Vermögenswerts oder Portfolios im Vergleich zum Gesamtmarkt, also wie stark es besser abschneidet. Beta misst die Sensitivität eines Vermögenswerts gegenüber dem Gesamtmarkt, also wie volatil er im Vergleich zu ähnlichen Produkten ist. Vereinfacht gesagt, Beta steht für das Risiko, Alpha für die Belohnung. Darüber hinaus bedeutet risikoscheues Investieren, das Ziel des Kapitalerhalts mit dem Wunsch nach Wachstum in Balance zu bringen. Ein risikoscheuer Investor möchte sicherstellen, dass er kein Geld verliert. Aber da es beim Investieren auch um Rendite geht, müssen zumindest gewisse Gewinne erzielt werden. Es gibt viele Wege, dies umzusetzen. Doch 2 Faustregeln bieten einen guten Startpunkt. Risk First und Returns First. Risk First. Bei diesem Ansatz wählen Sie zuerst eine Auswahl potenzieller Anlagen, basierend auf Ihrer Sicherheit. Beispielsweise könnten Sie sich das sicherste Portfolio überhaupt wünschen, etwa bestehend aus Staatsanleihen, Rentenversicherungen und bankgesicherten Produkten mit Einlagensicherung. Dann wählen Sie aus diesem sicheren Korb diejenigen Anlagen aus, die die beste Rendite bieten oder Ihre weiteren Anforderungen erfüllen. Das ist eine Risk-First-Strategie, da Sie Ihre Investitionsentscheidungen zunächst nach dem Risikoprofil treffen und erst danach die besten Erträge daraus wählen. Returns First. Bei diesem Ansatz wählen Sie die risikoärmste Strategie, die Ihre Zielrendite noch erreicht. Zuerst bestimmen Sie, welche Rendite Sie brauchen oder erwarten. Dann stellen Sie einen Korb möglicher Anlagen zusammen, die diese Rendite liefern können. Aus diesem Korb wählen Sie die Anlagen aus, die das Risiko am besten mindern, auch wenn andere risikoreichere Anlagen eine höhere Rendite bringen könnten. Solange ein Investment Ihre Mindestanforderungen erfüllt, haben Stabilität und Verlustvermeidung Vorrang. Das ist eine Returns-First-Strategie, weil Sie zuerst Ihre Ertragsziele definieren und dann die sichersten Anlagen wählen, die diese erfüllen können. One. Fazit: Risikoscheue Investoren setzen auf Kapitalerhalt und versuchen dann, ihr Geld so gut wie möglich zu vermehren. In der Regel vermeiden sie volatile und unsichere Produkte zugunsten von einkommensbasierten Anlagen und breit gestreuten Portfolios. Wer besonders risikoscheu ist, sollte mit einem Profi zusammenarbeiten, um seine Bedürfnisse vollständig abzusichern. Kritiken. Tipps zum Risikomanagement. Das alles kann überwältigend wirken, aber Sie müssen diesen Weg nicht alleine gehen. Ein Finanzberater kann helfen, Ihr Risiko über das gesamte Portfolio hinweg zu managen. Einen passenden Berater zu finden, muss nicht schwer sein. Das kostenlose Tool von Smart Asset bringt Sie mit bis zu 3 geprüften Finanzberatern in Ihrer Region zusammen, kostenlos und unverbindlich. Wenn Sie bereit sind, einen Berater zu finden, der Sie bei der Erreichung Ihrer finanziellen Ziele unterstützt, starten Sie noch heute. Am Ende des Tages gilt, die Balance zwischen Risiko und Ertrag steht im Zentrum jeder Investition. Und Ihre persönliche Risikotoleranz entscheidet, welcher Weg der richtige für Sie ist.